Binomische Formel. Wann wende ich die an? Also wenn ich eine Summe oder eine Differenz bzw. Quadrat davon suche oder wenn ich Addition und Subtraktion von zwei Zahlen multiplizieren möchte, könnte ich natürlich zwei Klammern ausmultiplizieren und dann hätte ich am Ende genau dasselbe. Aber ich kann mir diesen Weg sparen. Also in dem Fall kann ich dann schauen, wie kann ich das hier anwenden. Also anstatt 7x minus 2y hoch 2 ausschreiben wie 7x minus 2y mal 7x minus 2y, kann ich gleich diese Formel anwenden, dann schaue ich. Ich hätte erstmal 7x, also dann brauche ich erstmal Quadrat von unserer ersten Zahl, beziehungsweise 7x Quadrat, also 49x Quadrat. Dann am Ende hätte ich Quadrat von 2y und in der Mitte, also dann schaue ich, welche Zeichen hätte ich hier, ob es Summe oder Differenz ist. Da ich hier Minus habe, dann hätte ich hier Minus. Und minus das doppelte Produkt und eigentlich das war's. Und wenn ich jetzt anschaue solche Typ, wo ich eine Summe und eine Differenz von gleichen Zahlen habe, dann muss ich einfach das als Differenz von beiden Quadraten aufschreiben. Also 8x Quadrat davon und dann sollte ich Quadrat davon abziehen. Also wie man diese Formel anwendet, ist ja ganz einfach. Es ist ein bisschen komplizierter, wenn man das rückgängig macht. Also wenn ich schon meine binomische Formel aufgeschrieben bekommen habe und ich möchte das als Produkt darstellen, also als Quadrat oder als Produkt von zwei Klammern, dann muss ich erstmal schauen, nach was sieht es aus. Es sieht nach unserer binomischen Formel a plus b hoch 2. Das bedeutet, ich muss schauen, welches Quadrat ist ja hier versteckt. Wir sehen hier 4x Quadrat, also 2x. Und welches Quadrat ist hier versteckt? Da sieht man sofort 3y. Aber um sicher zu sein, dass es wirklich so stimmt, muss ich hier in die Mitte anschauen. Ist es wirklich das doppelte Produkt von unseren Summanden? Also 2x mal 3y haben wir dann 6xy und mal 2 12xy. Also ja, dann ist es unsere binomische Formel und das kann ich jetzt so aufschreiben. Hier haben wir wieder binomische Formel, die nach a minus b hoch 2 aussieht. Dann muss ich das überprüfen. 25b Quadrat, was für ein Quadrat ist da versteckt? Klar doch, 5b. Dann schaue ich hier. Q Quadrat ist ja klar Q. Jetzt schaue ich, was habe ich hier. Also hier erstmal habe ich Minus, also das bedeutet, es sollte Differenz sein, aber ich muss überprüfen, ob es stimmt. Dann brauche ich das doppelte Produkt von 5b und q. Also 5b mal q mal 2 haben wir dann 10bq. Also dann stimmt es wieder. Und hier sehe ich Differenz von zwei Quadraten. Dann schaue ich, also welche Quadrate sind dann hier versteckt. Hier hätte ich dann 4a, also 4a mal 4a haben wir 16a Quadrat. Und hier hätte ich 3b. 3b mal 3b ist gleich 9b Quadrat. Dann kann ich das als Produkt ausschreiben. Also eigentlich ist es absolut einfach. Das Wichtigste ist, man muss diese binomische Formel immer im Kopf haben.